Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für diesen Rock beginnen wir zuallererst unseren Hüftumfang abzumessen. Ganz locker eine Kette zu häkeln, die wir problemlos an- und wieder ausziehen können. Ich werde nachher wieder eine direkte Kette häkeln. Ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette häkeln. Dann geht ihr aber bitte eine halbe bis ganze Nadelstärke höher. Häkelt die Luftmaschenkette und geht dann auf eure ursprüngliche Größe, damit die Kette weiter schön elastisch bleibt. Je nachdem, wie viele Maschen ihr anschlagt für euren Hüftumfang, sollte die Maschenanzahl teilbar durch 14 plus eine Endmasche sein. Ich benötige für den Hüftumfang für Größe M, also Größe 38, 154 Maschen plus 1, also 155 Maschen auf Nadelstärke 3,5 und je nachdem, wie gesagt, wie viele Maschen ihr habt, teilbar durch 14 plus 1. So, im Laufe des Häkelns werden wir dann nach unten hin immer breiter, sodass sich automatisch das Ganze anfängt zu wellen. Und am Ende habt ihr dann einen Tellerrock. Aber auch da könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr noch einen etwas längeren Rock oder einen ganz langen Rock dann daraus machen wollt. Ich werde mit diesem Bobbel hier häkeln und der Nadelstärke 3,5. Alle Angaben zur Wolle, zur Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unten in der Infobox. Zudem gilt auch, sollte euch das Ganze zu schnell sein vom PC aus, unten rechts am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr das Ganze etwas langsamer stellen. Ich beginne eine direkte Kette mit 2 Luftmaschen. Dann gehe ich in die erste Masche zurück. Hole den Faden hindurch, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Dann wieder in diese Masche, die sich hier gebildet hat, einstechen, durchziehen, gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Nächste Masche, Faden holen, durchziehen, durch eine und durch 2. Und wie ihr seht, geht so eine direkte Kette recht simpel und der Vorteil ist, sie ist sehr flexibel. Wenn ihr beide Laschen auf gleicher Höhe zieht, dann erst durch eine und durch 2. Also das ist immer sehr wichtig. Faden und durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und so sieht es dann aus und so viel, wie wir jetzt benötigen, schlagen wir an. Nach 155 Maschen sieht das Ganze so aus und ist halt noch sehr unbequem, das unverdreht zusammenzufügen. Daher häkeln wir jetzt erst einmal die erste Musterreihe. 3 Luftmaschen. Und nun lassen wir 3 Maschen frei am Anfang und stechen in die 4. ein und häkeln dort 3 Stäbchen in die gleiche Masche. So, 3 Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal 3 Stäbchen. Und da haben wir unseren ersten Fächer. Für den zweiten Fächer lassen wir 6 Maschen frei, und zwar 3 für den linken und 3 für den, der jetzt kommt, und stechen in die 7. Masche ein und häkeln auch dort wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen.
wieder 7 Maschen bzw. 6 Maschen und in die 7. einstechen. Und auch dort wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und so häkeln wir dann jetzt die ganze Reihe einmal durch. Und dadurch, dass wir mit Stäbchen häkeln, kommen wir auch bei dem Rock sehr schnell voran. Gerade in den unteren Reihen, wo wir jede Menge Maschen haben, hat dies auf jeden Fall einen Vorteil. Und so sieht es dann aus. Und am Ende der Reihe angekommen, müsstet ihr eigentlich noch 4 Maschen frei haben und in die 4. machen wir ein Endstäbchen hinein. So. Und jetzt können wir mühelos das Ganze verbinden. Ich werde jetzt hier in dem ersten Stäbchen mit einer Kettmasche schließen. Und nun müssen wir uns in den ersten Fächer mogeln. Das machen wir am besten mit Kettmaschen. 1, 2, 3. So, und ab hier geht es dann wieder weiter. Ich mache nur 2. 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich nochmal 2 Stäbchen. So, ziehe ich ein bisschen zur Seite. Dann 3 Luftmaschen. Und nochmal 3 Stäbchen durch das große Löckchen des Fächers der Vorreihe. Also ein Fächer in den Fächer. Nun rüber in den nächsten Fächer und einfach um die Kette herum 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Nächster Fächer, um die Kette herum 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und auch so geht jetzt die restliche Reihe bis zum Ende durch. Und so sieht's aus. Am Ende der Reihe könnt ihr dann jetzt auch wieder mit einer Kettmasche in die 3. Masche von unten gezählt schließen. So, ab hier werde ich jetzt immer die Richtung wechseln. Sollte sich so eine kleine Naht bilden durch die Kettmaschen, die wir jetzt immer häkeln, um uns wieder zurück in den Fächer zu mogeln, dann bleibt diese schön in der Mitte. Also jetzt erst einmal wieder in den Fächer mogeln, in die Mitte. So. Und nun häkeln wir etwas anders. 3 Luftmaschen. Dann wieder 3 Stäbchen um die Kette. 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen.
Dieser Fächer bleibt somit normal. So. Und den zweiten Fächer werden wir ab jetzt verbreitern, und zwar Runde für Runde für Runde, indem wir immer ein Stäbchen mehr machen. So. Wir stechen jetzt also über jedes Stäbchen ein und häkeln ein Stäbchen drüber. Hier sind es dann jetzt 3 Stäbchen, über die 3 Stäbchen, und dann häkeln wir ein Stäbchen in der Mitte um die Kette. Somit haben wir ein 4. Dann kommen die 3 Luftmaschen, nochmal ein Stäbchen um die Kette und dann wieder jeweils ein Stäbchen über die 3 Stäbchen des Fächers. So, also aus 3 Stäbchen pro Fächer pro Seite werden jetzt 4 Stäbchen pro Fächer pro Seite. Dieser und dieser Fächer bleiben normal. Also hier machen wir dann wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. So. Und der nächste Fächer wird wieder erweitert mit 4 Stäbchen. Also über jedes der 3 Stäbchen jetzt erstmal wieder ein Stäbchen. 2, 3 und das 4. wieder um die Kette herum. Dann wieder 3 Luftmaschen, wieder ein Stäbchen um die Kette und die 3 Stäbchen über die 3 Stäbchen. Und so arbeitet ihr dann jetzt Runde für Runde für Runde den großen Fächer immer um ein Stäbchen pro Seite, bis ihr insgesamt 10 Stäbchen habt. 10 Stäbchen links und 10 Stäbchen rechts. Und die normalen Fächer bleiben erstmal normal. Und am Ende der Runde schließe ich auch hier wieder einfach mit einer Kettmasche. Richtung wechseln und dann beginnen wir hier auf der Seite jetzt wieder mit dem großen Fächer und machen aus 4 Stäbchen 5 Stäbchen. So, die ersten Luftmaschen sind über dem ersten Stäbchen, das heißt, ich steche in das zweite Stäbchen ein, dritte Stäbchen, vierte Stäbchen und das 5. häkel ich wieder um die Kette, 3 Luftmaschen und noch eins um die Kette und dann wieder die 4 Stäbchen nach unten. Und der nächste Fächer bleibt dann wieder normal. Das hier wird sich nach am Rundenende richtig ziehen, sobald wir mit einer Kettmasche schließen. So, 5 pro Seite und so geht es jetzt weiter. Hier jetzt wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und der nächste Fächer wird wieder erweitert. 4 Stäbchen über die 4 Stäbchen und das 5. dann in die Mitte.
2 Luftmaschen, das 5. wieder in die Mitte und dann 4, 3, 2, 1. Ganz simpel. Und das nächste dann wieder normal. So, jetzt häkeln wir Reihe für Reihe, bis wir bei den großen Fächern, wie gesagt, 10 Stäbchen auf der linken und 10 Stäbchen auf der rechten Seite haben. Na, also hier auf der Seite 10, auf der anderen Seite 10. Dann geht das so schräg auseinander. Und dieses belassen wir erstmal normal, denn die werden dann später verbreitert. So, ich werde jetzt erst einmal so weit häkeln, bis ich auf 10 pro Seite gekommen bin. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, den gerade zu lassen und den anderen zu erweitern. Bis gleich. So sieht's aus, nachdem ich dann 10 Stäbchen pro Seite pro Fächer habe. Und nun müssen wir den großen Fächer gerade häkeln und werden links und rechts den kleinen Fächer erweitern. So, hier nochmal vom Nahen, also diesen kleinen werden wir jetzt erweitern und den großen, der muss jetzt gerade hochgehen. So. Der kleine Fächer wird wie dieser große erweitert, da muss ich euch jetzt eigentlich nichts zeigen. Der große, da lassen wir die erste Stäbchen aus, häkeln dann 9 nach oben und machen das 10. in die Mitte. Auch für die andere Seite das 10. in die Mitte, 9 dann herunter häkeln und unten ein Stäbchen einfach überspringen. Somit haben wir dann bei dem großen Fächer keine Zunahmen und er geht einfach nur gerade runter. Und wie ihr seht, kräuselt sich das jetzt hier ganz schön schon. So, ich zeige euch das jetzt nochmal hier am Anfang. Also wir beginnen hier und mogeln uns erstmal mit einer Kettmasche nach vorn, denn wir müssen hier beim großen Fächer ein Stäbchen auslassen, dann 9 nach oben häkeln und das 10. dann in die Spitze. Dann wieder 9 nach unten, das eine lassen wir aus und dann gehen wir wieder rüber in den nächsten Fächer. So, hier habe ich bereits schon meine Fächer erweitert. Demnach lassen wir dann 2 Stäbchen unten in der Mitte aus und dann kommt wieder das 10. oben. Und so beginnen wir die Spitzen im Grunde gerade runter zu häkeln. Ja, nachdem ich dann noch ein paar Reihen angefügt habe, ich sage hier ganz bewusst keine Zentimeterangabe, da jeder den Rock so weit häkeln soll, wie er es für sich für richtig hält. Also wir haben hier 10 Stäbchen bei dem ersten Fächer hingehäkelt, dann bei dem zweiten Fächer auch nochmal und den Rest dann gerade runter. So sieht mein Rock dann aus und jetzt kommen wir zum Bündchen. Fürs Bündchen mache ich jetzt erst einmal eine Kordel von 20 cm. Die lege ich hier oben am Rand an, so kann ich mir schon mal die Maschen abzählen, wie viele Maschen ich für 20 cm benötige. Ungefähr. So, dann beginne ich wie am Anfang eine direkte Kette aus festen Maschen, indem ich jetzt die 35 festen Maschen erst einmal häkel. Dazu wieder 2 Luftmaschen in die erste zurück, dann durch 1 und durch 2. Auch hier könnt ihr einfach wieder eine Luftmaschenkette häkeln, wenn ihr möchtet, dann aber auch hier wieder eine halbe bis ganze Nadelstärke, zuerst höher und dann auf die Ursprungsnadel. So, ich habe jetzt hier meine 35 Maschen gehäkelt, suche mir eine Stelle am Rock aus, die ich nach vorne tragen möchte oder zur Seite, sieht auch schick aus. Und häkel die Kordel hier dran. Quatsch, schon mal hier. So. Also ich fange am rechten Fächer an und ende nachher links vom Fächer, sodass wir ein kleines Stück frei haben. So, und gehe dann jetzt hier auch mit festen Maschen einmal um den Rock herum.
Also einmal komplett herum und dann ungefähr hier am Fächer enden. So, ich bin jetzt einmal rum und habe hier links und rechts vom Fächer quasi angefangen und Ende. Und jetzt stechen wir hier in die doppelte Lasche ein, holen den Faden durch, ziehen beide Laschen auf gleicher Höhe durch 1 und durch 2 und häkeln auch so wieder unsere 35 Maschen dran. Noch einmal durchzählen. Kommt hin, passt. Und dann kommen wir zur zweiten Reihe. Ich werde jetzt hier mal am Anfang und am Ende pro Reihe eine Abnahme machen, damit wir eine schöne Spitze haben. Und dazu mache ich eine Luftmasche, steche in die erste Masche ein, in die zweite Masche und häkle diese dann zusammen. Und dann geht es ab hier jetzt wieder mit festen Maschen einmal komplett herum. Und am Ende der Reihe auch wieder eine Abnahme. 1 und 2. Zusammenhäkeln. So. Umdrehen. 1 und 2 zusammenhäkeln. Und so häkelt ihr jetzt Reihe für Reihe, immer mit einer Abnahme am Anfang und am Ende, solange wie ihr euer Bündchen haben möchtet. Ich werde in etwa 5 Reihen häkeln. Das dürfte von der Breite her reichen. Und dann kommt am Ende noch ein Abschlussrand dran. Und von der Länge her passt es super. Ihr könnt die Kordel natürlich auch noch länger machen, wenn ihr möchtet. Das bleibt jedem selbst überlassen. Also Anfang und Ende eine Abnahme machen und das Bündchen so weit häkeln, wie ihr möchtet. So. Ich habe jetzt hier mein Bündchen soweit fertig. Können wir den Marker schon mal rausnehmen. Und dann kommen wir jetzt nur noch zur Abschlusskante. Ich schneide jetzt hier den Faden ab und beginne jetzt hier unten runter die Kette einmal mit einer verdrehten Maschenrand abzuhäkeln. Ich finde, das sieht zum einen schöner aus und zum anderen gibt es noch eine gewisse Festigkeit. Und den gleichen Rand mache ich dann auch unten am Rock. Ich zeige euch noch kurz den Anfang. So, dazu stechen wir ein, ziehen die Laschen etwas höher, also beide Schlaufen, verdrehen diese nach hinten und holen dann den Faden durch. Nächste Masche, einstechen, Faden durchziehen, beide Schlaufen etwas hochziehen, verdrehen und abmaschen.
verdrehen und abmaschen. Etwas höher ziehen ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr besser abmaschen könnt, aber ihr bekommt dafür im späteren Verlauf ein Gefühl. So und so sieht es dann aus, wenn ihr ein paar Maschen gehäkelt habt. Und ich habe diesen Rand auch hier unten dran gemacht, weil ich finde, dann fällt es besser und sieht auch schicker aus. Ja, und auch hier heißt es jetzt mit diesem Rand einmal komplett herum. Unter der Kette, über die Kette einmal rum und auch auf der anderen Seite um die Kordel herum. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Ihr könnt diesen Rand häkeln, müsst ihr aber nicht. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch die Anleitung gefallen hat, dass ihr gut mitgekommen seid, besonders bei den Fächerabnahmen und gerade Häkeln. Vergesst nicht, eure Bewertung dazu lassen, wie immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt, ziert euch nicht zu fragen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.